Hallo und herzlich willkommen auf OCinsight.de. Mein Name ist Jens und heute testen wir von der Firma Arctic die Bionix P120 ARGB Lüfter. Das sind die ersten Lüfter aus dem Hause Arctic mit adressierbarer RGB-Beleuchtung. Im äußeren Kranz befinden sich hier die LEDs. Die können individuell angesteuert werden. Und was noch besonders ist an den Lüftern, die haben kein Lüfterkabel angeschlossen, sondern eine modulare Aufbauweise. Wir haben hier im Lieferumfang enthalten ein Anschlusskabel. Hier ist ein weißer Anschlussstecker, das ist der Eingang. Und dann haben wir einen schwarzen, das wäre ein Ausgang. Und dann schließt man hier den weißen an und hat auf der anderen Seite den dreipoligen ARGB-Anschluss. Das ist der ans Mainboard geht und auf dem Mainboard meist grau ist. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch den PWM, den 4-Pol-PWM-Anschluss. Der kommt ebenfalls auf Mainboard. Oder man verwendet ein spezielles Kabel von der Firma Arctic und kann den Lüfter dann mit dem ARGB-Controller von der Firma Arctic ansteuern. Der ist separat erhältlich oder auch als Paket. So, dann machen wir das einfach mal. Hier haben wir den angeschlossen. Hier haben wir auf der einen Seite den ARGB-Anschluss dran, den PWM-Anschluss und dann geht das Ganze hier rein. Und dann schalten wir das mal ein und dann sehen wir auch schon, wie er leuchtet. Das sieht schon ganz gut aus. Und dann kann man das Ganze noch erweitern, natürlich PC ausschalten, nicht einfach so anschließen. Das sollte man nie machen. So, und dann haben wir den erweitert und man sieht schon sehr schön, die Effekte laufen nacheinander durch. Das kommt dadurch zustande, dass wir in der Software von dem Mainboard sagen können, wie die angesteuert werden. Und zwar hier in einem Rainbow-Effekt. Und wie man sieht, sieht das Ganze sehr schön aus. Ja, was noch interessant ist, und zwar wir haben uns Gedanken darüber gemacht, wie man den am besten installiert. Man kann den natürlich entweder im Gehäuse installieren, da ist das überhaupt kein Problem. Die Schrauben liegen bei. Oder man installiert den auf einem Radiator. Auch da kann man die Schrauben von den anderen Lüftern des Radiators verwenden. Nur leider, ich ziehe mal den Lüfter hier ab, natürlich auch nicht während des Betriebs tun. Nur leider hat der eSports 34 Kühler von der Firma Arctic diese Halteklammern, die werden sehr häufig eingesetzt, sind eigentlich sehr praktisch, denn da wird der Lüfter einfach mit fixiert, indem man hier das rüberzieht und dann einrasten lässt. Ja, hier sieht man das nochmal. Dumm nur, dass der Lüfter diese Aussparung nicht hat. Das heißt also, wir haben keine Möglichkeit, den hier festzuschrauben mit Schrauben oder irgendwie anders zu fixieren. Und da haben wir uns überlegt, wie wir das am besten machen. Wir haben uns den dafür einfach da drauf gehalten, nehmen uns jetzt einen Kabelbinder, ziehen den Kabelbinder durch den Kühler durch und fixieren dann diesen Kabelbinder mit einem zweiten Kabelbinder. So haben wir den Lüfter, wenn wir das halt 4-mal machen, auf diesem eSports 34 Kühlkörper montiert. Und wenn man möchte, kann man das Ganze noch mit Moosgummiringen vibrationsfreier gestalten, aber ohnehin sind die eigentlich vibrieren die eigentlich kaum. Insofern gesehen, tolle Sache, einfach zu montieren. Und das Ganze hält auch, also das ist kein Problem. Ja, wie die Lüfter abschneiden im Test, das sehen wir dann hinterher auf OCinsight.de. Wir wünschen schon jetzt viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!